Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder in meiner weiteren Lebensgeschichte in der dritten Video. Es geht hier um mein Leben in der Familie in Deutschland und es ist vielleicht nicht so glatt, wie man plant in der Familie, aber ja, wie gesagt, mein Leben ist in Gottes Hand. Ich fing an, eine deutsche Sprache an, dann ich dann in Köln abschließen konnte. Mein Mann war zu dem Zeitpunkt noch schon fast fertig mit seinem Studium und wir haben uns entschieden, unsere Beziehung einen Schritt weiterzubringen. Wir haben zwar kirchlich geheiratet, aber die Kirche traf keine ehelichen Vorbereitungen für uns. Am Anfang unserer Ehe haben wir in Bergisch Gladbach gewohnt und zu Beginn haben wir uns noch sehr gut verstanden und wir waren sehr glücklich über unser neues gemeinsames Lebenskapitel. Zumal er auch direkt ein Stellenangebot bekommen hat. Er hat unter der Woche gearbeitet. Mein Mann hatte auch andere indonesische Freunde, welche uns auch oft zu ihrer Gemeinde eingeladen haben, die auch indonesisch sprachig. Der Gottesdienst fand immer samstags statt. Und Sonntag sind wir noch oft zusammen unternehmen, wie zum Beispiel spazieren gegangen oder Badminton spielen. Ja. Einmal bin ich mit der Gemeinde mit auf in eine Bibelcamp gegangen. Dort habe ich über meine persönliche Beziehung mit Gott gelernt und angefangen daran zu arbeiten. Daraufhin wurde immer klarer, dass mein Mann und ich unterschiedliche Ziele im Leben verfolgten. Einerseits wollte ich die Beziehung zu Gott vertiefen, aber andererseits wollte ich meine Beziehung zu meinem Mann wahren, der nicht so eine Begegnung mit Gott hatte, so wie ich. Zeitgleich wollten mein Mann und meine Schwiegermutter zusammen mit mir in einem Haus ziehen. Und obwohl ich nicht begeistert von dieser Idee war, konnte ich nicht Nein sagen.
Da ich am Wochenende regelmäßig in die Gemeinde musste und mein Mann zu Hause blieb, zerbrach unsere Beziehung Stück für Stück. Nach kurzer Zeit, circa 2 Jahre nach der Hochzeit, war ich dann mit meiner ersten Tochter schwanger. Die gesamte Situation belastete mich sehr und ich war emotional etwas angeschlagen. Hier sah ich zum ersten Mal meine Probleme. Zuerst teilte ich nicht den gleichen Glauben wie mein Mann und wir lebten zusammen mit meiner Schwiegermutter und wir haben bereits eine Familie gegründet. Ich merkte, wie mir das alles zu viel wurde. Und mit der Zeit fand mein Mann einen Job in einer anderen Stadt in Halle. Es wirkte auf mich so, als würde er vor den ganzen Problemen flüchten. Alle 2 Wochen waren wir zusammen nach Halle gefahren und dann die restliche Zeit blieb ich zu Hause mit meiner Schwiegermutter. Damals habe ich dann auch angefangen, meinen Führerschein in Halle zu machen. Die Praxis habe ich dann allerdings in Brühl, wo ich mit meiner Schwiegermutter wohne, abgeschlossen. Weil ich während meiner Schwangerschaft nicht so oft nach Halle konnte. Diesmal meine Schwangerschaft mit meiner zweiten Tochter. Den Führerschein habe ich dann mit meiner zweiten Tochter im Bauch bestanden. Danach, als sie geboren war, pendelte ich immer noch viel zwischen den beiden Städten, bis meine ältere Tochter in den Kindergarten gehen musste. Seitdem waren wir nur in den Ferien nach Halle mitgefahren. Dadurch wurde deutlich, dass mein Mann und ich immer weiter auseinander drifteten. Aus verschiedenen Gründen war es nicht möglich für mich und meine Kinder nach Halle umzuziehen. Irgendwann hat mein Mann seine eigene Firma zu gründen. Natürlich war es am Anfang schwer, Kunden zu bekommen oder zu finden, aber mit den Jahren wurde es immer mehr und die Firma entwickelte sich sehr gut. Er suchte auch nach anderen Geschäftspartnern bzw. Steuerberatern, die sich um die rechtlichen und steuerlichen Angelegenheiten kümmern sollten. Dadurch hatte er einen Grund, mehr in Halle zu bleiben. Ich habe mir nichts Böses dabei gedacht, da die Firma ja wuchs und seine Aufmerksamkeit beanspruchte. Doch wie sich herausstellte, führte er eine Affäre mit einer der Steuerberaterin. Ich habe dennoch weitere 5 Jahre versucht, die Beziehung mit meinem Mann zu pflegen, nach dem Motto, oder nach der Hoffnung, dass er wieder zurückkehren zu der Familie. Aber nach diesen 5 Jahren hat mein Mann einen Scheidungsantrag gestellt und ich konnte nichts daran ändern. Und letztlich 2010 waren wir dann endgültig geschieden.
Die Zeit danach war sehr schwer für mich, da ich emotional am Boden zerstört war. Auch beruflich war es schwierig für mich, weil davor in der Ehezeit habe ich überzeugt von meinem Glauben, dass der Mann arbeitete gehen und die Familie um die Familie zu versorgen und die Frau bei den Kindern und beim Haushalt war. Ich war also nicht darauf vorbereitet, auf mich allein gestellt zu sein. Hinzu kommt dann mein indonesischer Abschluss hier in Deutschland nicht anerkannt wurde. Und doch, Gott hat mich gesegnet mit 3 Jahren Arbeiten, einen Job zu bekommen. Da durfte ich für 3 Schulkinder in einer Familie 3 Jahre lang für sie zu kochen. Ich habe auch versucht, eine Ausbildung als Zahnarzthelferin zu machen, doch die Chefin wusste von meinen beiden kleinen Kindern und gab diese Stelle jemand anderen. Dennoch habe ich in einem Catering-Service angefangen, aber die Arbeitszeit war sehr unregelmäßig. Nach der Scheidung habe ich eine Eigentumswohnung in Köln bekommen, die meinen Anteil von dem gemeinsamen Haus entsprach. Dieser war zwar eigentlich zu klein für uns 3, ich und mit meinen beiden Kindern, aber das Zusammenleben in dem Haus mit meiner Schwiegermutter funktioniert irgendwie nicht mehr, weil ich so sehr eifersüchtig war. Ich hielt immer an dem Glauben fest, dass mein Mann doch noch irgendwann zurück zu mir und seiner Familie kommt. Das ist eine große Wunde in meinem Leben, da ich ihn bis heute immer noch liebe. Auf der Suche nach Linderung für meine Schmerzen führte mich meinen Weg zu der Bibelschule Bonn. Das war zunächst mein erster Beweggrund, diese Schule zu besuchen, aber zugleich wollte ich auch die Nähe zu Gott zu suchen oder Gottes Wort zu vertiefen. Im ersten Jahr habe ich die Zeit sehr genossen und habe mein schweres Herz fast vergessen. Die vielen Hausaufgaben und vielen Gespräche mit den anderen Geschwistern in der Bibelschule haben mein Herz sehr beruhigt. Und ich fing an, meinem Mann und meiner Schwiegermutter zu vergeben. Ich hatte immer Angst, dass ich nicht stark genug wäre, keine Beziehung mit jemand anderem außer meinem Mann zu führen. Denn als ich ihn heiratete, versprach ich mit voller Überzeugung, ihn zu lieben, bis der Tod uns scheidet. Das war ein Problem, das mehrmals hochkam. Zwar gab es Interesse von anderen, doch ich merkte, dass das nicht das richtige Weg für mich ist. Dafür kann ich es 2 Gründe geben. Entweder hat Gott den Willen, dass ich ihm allein diene, oder er führt meinen Mann irgendwann zurück zu mir.
Und deshalb habe ich mich 2018 Ende dazu entschlossen, mich nur auf Gott und meine beiden Kinder, meine Familie zu konzentrieren und nicht Dinge anzufangen, mit denen ich keine innere Ruhe finde. Auch wenn es manchmal schwierig ist, sehe ich das als das kleinere Übel und halte es für wichtiger, wenn Gott und meine Kinder allein meine Aufmerksamkeit erhalten. Und Oktober 2019 habe ich auch entschlossen, eine Musikinstrument zu lernen, diese Saxophon zu spielen. Ich mochte mit diesem Musikinstrument auf diesem und allen anderen Möglichkeiten wegen dienen und Lobpreis bringen. Ja, liebe Freunde, das war die Geschichte meines Lebens mit meiner Familie hier in Deutschland. Ja, das Leben ist halt nicht immer so einfach oder nicht immer glatt ist. Und falls ihr eine oder mehr Fragen habt, könnt ihr mir schicken, entweder per E-Mail oder per WhatsApp. Ich werde dann in dem 4. Video versuchen, die Frage zu beantworten. Bis dahin, bleibt gesund und Gottes Segen. Ja, dieser Kuchen auf dem Bild heißt Zopfkuchen oder wenn ich auf Indonesisch sagen darf, das ist Kue Kipang. Früher hatte ich oft gemacht für meine Familie und für meine Videodokumente habe ich nochmal versucht neu zu machen oder wieder zu machen. Und ein Stück davon habe ich meiner Schwiegermutter gegeben und sie ist immer noch begeistert, obwohl sie selbst auch Konditorin ist. Und es ist gut so, das ist für mich als Symbol, dass ich ihr vergeben kann und dass wir miteinander wieder vertragen können. Und meine Tochter essen das auch ganz gerne.